Boah, ist ja schön foliert. Ein Knaus Venti Plus 650 MEG, made im Saarland. Das hat wirklich einer der stärksten Folierer im Saarland, hat das Ganze gemacht und hat es umgesetzt. Ist er schön geworden? Ja, ist cool geworden, ne? Da steht er, ja, minus 23.303 Euro. Die Optik ist natürlich hart. Wir können uns das Ganze mal anschauen. Das ist nicht jedermanns Sache, aber viele stehen ja auf diese 4x4-Optik, die so ein bisschen rankommt. Mit dem kann man freistehen. Das ist ein echter Allrad. Das ist ein echter Allrad, das hier, genau. Der hat ja eine relativ brave Optik ab Werk als Venti Plus Platinum Selection. Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, mal einen richtig schön aufzumotzen, um zu schauen, was geht. Haben den Wagen foliert. Hast du die Deltas drauf gemacht? Deltas, genau. Delta Frontbügel, Delta Leitbar und ein Höherlegungssatz ist auch noch drin von Cycle. Sag mal jetzt der Unterschied gegenüber dem Mercedes-Benz. Der Allrad hier macht auch alles automatisch, oder? Wie meinst du automatisch? Automatisch, du musst ja keine Sperren mehr einlegen, das entscheidet er alles selber. Das ist alles ähnlich wie beim Benz das hier, ja. Nur hat eben ein bisschen braver ausgesehen, war ein bisschen niedriger gewesen. Und jetzt mit dem Höherlegungssatz macht er schon was daher. Ob man die Folie will oder nicht, kann jeder entscheiden. Das kann sie wieder abziehen. Könnte auch abziehen oder eben bei einem anderen Wagen eine andere Optik wählen. Das ist ja relativ individuell. Wir haben uns diese Optik hier mal ausgesucht, um einfach mal zu zeigen, was möglich ist. Weil es ist schon sehr schwierig, so einen 3D-Druck hier komplett anzubringen an einem Fahrzeug. Und ich denke, das hat er gut gemacht. So, der Wagen ist in echt und es ist nahezu unmöglich, den abzubilden. Er ist Sand, er hat überhaupt keinen Rosastich. Ich kann es euch mal zeigen. Wenn ich nämlich näher rangehe, dann ist der automatische Weißabgleich, kommt einigermaßen hin. Er ist aber noch sandiger, er hat überhaupt keinen Rotstich. Aber die Kamera irgendwie, die ist total verwirrend. Selbst auf deinem iPhone ist er rot. Ja, wir haben das gesehen, wie wir es fotografieren wollten mit dem iPhone. Und irgendwo bricht hier eine Farbe durch, die gar nicht in echt da ist, ja. Krass, also alle Kameras werden abgelenkt. Hier meine Sony, die macht das noch ganz gut, muss man sagen. Das war jetzt von allen denen, die du jetzt hier getestet hast, war es die ist am wenigsten rot. Ist aber eher so ein Sandfarben, ist überhaupt nicht rot. So Wüstenfarben eher, ne? Wie kommt der an hier in der Ausstellung? Wie lange steht er schon hier? Hier in der Halle steht er jetzt seit 3 Wochen. Der ist genau fertig geworden zur Messe in Düsseldorf. Da haben wir ihn auch mitgenommen und da ist er natürlich etliche Male fotografiert worden. Und eigentlich hat jeder mal halt gemacht auf dem Stellplatz und gesagt, boah, was ist denn das, ne? Kommt gut an. Der Knaus kommt gar nicht mehr durch, oder? Dass die Leute sagen, das ist jetzt ein Knaus, weil ich musste 3-mal fragen. Ja, du hast ja auch gefragt und das heißt schon was. So sieht man es auf den ersten Blick mal nicht, ne? Komm, wir gucken uns das mal von hinten an. Er hat runde Kanten, das ist gar nicht so easy, das sieht man hier oben. Er ist Offroad-tauglich, das ist jetzt ein Schlechtwegefahrzeug, also damit würdest du jetzt nicht über Baumstämme fahren, ne? Kein Island-Fahrzeug, nee, aber Winter oder eben Piste, das ist ja kein Problem. Also Piste heißt, du könntest damit zum Beispiel nach Spanien fahren, nach Portugal, könntest dort auf die groben Pisten fahren. Norwegen, Schweden, genau. Ringstraße, Island, Winterbedingungen, ja. War sehr aufwendig, den zu folieren. Das Coole ist, dass der Lack darunter natürlich wie neu bleibt. Ja, genau, der sieht dann nachher wie neu unten drunter aus. Folieren, das ist schon gar nicht so einfach, weil doch sehr viele weiße Kanten am Wagen waren. Die Rahmen von den Klappen. Wir haben noch jetzt, wo er fertig ist, natürlich noch 2, 3 Schönheitsfehler auch entdeckt. Und zum Beispiel die Vorzeitleuchte, die müssen wir noch mit einer schwarzen austauschen. Und eine Dachluke muss noch eine schwarze Dachluke drauf. Das sieht man dann erst, wenn es fertig ist. Aber alles in allem ist er gut geworden, ne? Ja, super, ne? Ja, wir werden ja in Kürze unseren Concorde, unseren 4x4 ja voll folieren. Das siehst du hier und das ist jetzt der Preis mit der Folierung? Ja, genau, das ist der Preis mit Folierung, mit Höherlegung, mit Delta-Felgen, mit dem Frontbügel und mit der Leitbar. Die Höherlegung, habt ihr die hier selbst für euch in der Werkstatt gemacht? Ja, die haben wir selbst gemacht. So, ihr habt 60 Leute roundabout, plus minus, und einige Leute kennen sich auch gut mit Fahrwerken aus. Ja, wir machen ja an Fahrwerken sonst auch Luftfederungen oder Spiralfedern, Hydraulikstützen und von dem her kein Problem. 2-Personen-Auto oder hat der ein Hubbett? Nee, es ist ein 2-Personen-Auto. Ja, kann man natürlich zu viert fahren, aber für mich ein klassischer 2-Personen-Wagen. So, wenn ich jetzt oben das auch noch grau haben möchte, die Dachluke ist weiß. Die Dachluke, die stört jetzt und die Vorzeitleuchte, die stört, ja.
Ach, da vorne ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. Also ganz ehrlich, die Vorzeltleuchte. Aber fällt's dir auf, ne? Ja, jetzt wo du es gesagt hast, jetzt ist es so. So, Auto, die, ich sag mal, PS-Anzahl, was hat der? Der hat die 177 PS. Mehr geht nicht. Ja, offiziell nicht. Ne? Natürlich chippen kann man den noch. Über die Partner, die man kennt, auch dann eben noch chippen, ja. So, okay. So, mach mal auf. Mal reingucken. Fahrzeug steht auf Gas? Ja. Gas. So, und jetzt passt es aber. Also die Innendarstellung, der Knaus, du hast es eben gesagt, ist ja eher ein kleines bisschen konservativer, ne? Von außen her brav, ja. Habt ihr auch ein bisschen was getunt? Ein bisschen, ja, aber nur gerade so hier das Gitternetz, was du gerade filmst, dass wir einfach die Optik von innen nach außen so einen kleinen Übergang da haben. Der wiederholt sich. Das fand ich bei dem Concorde, bei dem 4x4 auch so schön, dass du von außen ein Allrad hattest, aber innen war es ein ganz normaler Concorde. Das lieben ja viele Leute. Die wollen von außen die Optik haben, von innen den Komfort. Ja, genau. Ja. Aber wir wollten es auch nicht zu extrem machen. Innen können wir ja auch jede Möbelklappe noch folieren, wäre ja alles möglich. Aber ich denke, das passt ja so auch von der Gesamtoptik. Der Möbelbau mittlerweile ist ja erhaben bei Knaus. Die haben den stark verbessert. Ich bin mal mit Knaus gefahren 2016. Das kannst du gar nicht mehr vergleichen. Ja, da hat es oftmals noch Fahrtgeräusche auch gegeben, ja. Oh ja, das kann ich dir sagen. Das ist eigentlich vorbei. Wenn du den hier fährst, Aufbau ist sehr leise geworden, auch mehrfach verzapft. Knaus ist ja mittlerweile in der Premium-Liga angekommen im Knaus-Tabat-Konzern. Es gibt einige Marken, die unter jetzt Knaus sind. Ja, genau. Du kannst ja beim Knaus eben auch wählen, welche Ausstattung du möchtest. Willst du eine alte Heizung mit dabei haben, die Top-Value-Technology-Isolierung, sodass du praktisch wie in der Liner-Klasse eine Isolierung hast. Da kannst du schon selber bestimmen, was du möchtest. Ja, viele von den Fahrzeugen, die ich filme, sind ja zum Beispiel vom Bimobil oder von zum Beispiel Profis, die das Ganze, zum Beispiel Monster Van und so weiter, die natürlich diese Fahrzeuge bauen für den extremen Einsatz, aber leichte Verwindungen und so weiter, dafür ist er gebaut. Also das kann der. Ja, wie wir es eben gesagt haben, ein Baumstamm oder sowas, dafür sind die Fahrzeuge nicht geeignet. Was ist so ein typischer Einsatz jetzt? Ich sag mal, eine kleine Strecke mal mit einem Bach, der durchläuft, wenn ich nicht alles eintunke, das geht. Ja, solange du eben den nicht absäufst, dann geht das, weil wir haben ja jetzt keinen Schnorchel dran, müsste man eben noch nachrüsten. Aber irgendwann hast du von der Watttiefe auch die Einstiegsstufe beim Fahrer oder eben auch beim Wohnraum und dann ist es zu tief. Dafür brauchst du ein spezielles Expeditionsmobil. Nasse Wiese, das ist ja so das Typische. Dann kannst du hinfahren, du kannst zum Beispiel irgendwelche Wege an den Strand fahren, du hast den Allrad mit dabei, ein Sandblech könnte man ja noch dran machen. Das halte ich immer als ganz sinnvoll, als Erweiterung, die kannst du auch innen anbringen. Aber der ganze Möbelbau, das ist vielleicht ganz wichtig, der ist so leise geworden, also könnt ihn gerne mal Probe fahren. Ich war ganz überrascht, weil ich mal einen 216er Knaus gefahren bin. Der bin ich gefahren bis zum Ikea-Parkplatz und bin dann wieder zurückgefahren, weil der war zu laut. Das ist alles vorbei, oder? Ja, und natürlich kommt noch der Crafter hinzu. Ich weiß, ob du einen Crafter schon gefahren bist. Das ist wirklich ein sehr interessantes Auto. Und das ist sehr PKW-like. Wenn der Motor an ist, du hörst es fast gar nicht. Also es ist echt krass, obwohl ein Diesel drunter ist. Der hat jetzt einen Variobart, sag mal. Ich mach's mal gerade. So, Fernsehvorbereitung habe ich schon gefilmt. Die ist auch mit drin. Altbewährte Variobart. Okay, so mit extra Dusche, musst nichts umbauen. Also eine vollwertige Dusche. Tankvolumen, Frischwasser, 100? 100, ja. 100 Liter, dann hast du hier eine Kassettentoilette. Auf Wunsch kann man die auch umrüsten zu einer Trenntoilette, wenn jemand sowas haben möchte, wenn ein bisschen weiter unterwegs ist. Das ist Aufwand ungefähr 2000, die Trenntoilette. Ja, so in dem Dreh wird das liegen, ja. Ich habe gesehen, einen Hersteller, da kannst du in 15 Minuten, gibt es einen Einbausatz Trenntoilette. Hast du die gesehen auf der Messe? Nee. Gibt es eine Halle, der macht aus den Original-Tedford-Toiletten wieder rückbaubar Trenntoiletten in 0, nix. Ja, das Thema geht ja durch die Decke und klar kannst du auch 2 Kassetten hier mitnehmen, kommst du auch schon weit. Aber wenn du dauerhaft... Ja, Sog ist kein Problem. So kann man einbauen, weil dann bräuchte man keine Chemie. Ja, das ist richtig. Ja. Gut. So, also Bett. Ich habe also hier 2 Längs-Einzelbetten mit drin. Bussystem beim Licht. Also alles Bussystem heißt, ich kann auch von hinten die Lichtsteuerung im ganzen Fahrzeug bedienen. Du hast also keine Schalter mehr in dem herkömmlichen Sinne. Also das ist natürlich auch für die ganze Installation auch einfacher, weil die Bussysteme natürlich keine dediziert verlegten Kabel mehr haben müssen. Das kommt auch mit hinzu. Genau. Guck mal hier, Dometic, Zweifel am Kochfeld, Piazzo-Zündung.
dass die Optik außen, die macht richtig was her. Ja, draußen, ihr habt ihn mitgehabt auf der Messe. Wie waren denn die Reaktionen? Also du hast eben schon ein bisschen erzählt. Kommen wirklich Leute? Jeden Abend am Stellplatz, ja. Der Kollege, der ihn mit hatte, dem haben wir einen Bärendienst gemacht, der hat, glaube ich, bis um 11 Uhr jeden Abend Leute vom Wohnmobil gehabt, ja. Also wenn man ein bisschen auffallen will, aber ein paar schöne Details. Automatik natürlich, der hat eine Wandlerautomatik drin, also kein DSG wie im T6.1. Und der kann auch richtig ziehen, der hier. Genau, der kann richtig ziehen. Hier können wir dann über 2 Tonnen ziehen mit dem Fahrzeug. Der hat ab Werk schon eine Zusatzluftfederung auf der Hinterachse. Aber jetzt hier das Lenkrad, das würde ich noch beledern lassen. Ja, das ist kein Problem, oder? Nee, da haben wir hier auch zum Glück in Völklingen jemand, der uns das nachträglich immer noch schön machen kann und auch vielleicht mit ein bisschen eigenen Kreationen, wie man das möchte auch. Das ist nämlich interessant. Der hat hier Klimaanlage hat er mit drin, Luftfederung von V&B. Die ist mit eingebaut. Allrad, vielleicht das ist ganz wichtig, der geht voll automatisch, müsst ihr euch eigentlich um nichts kümmern. Die Allradsysteme arbeiten, glaube ich, gar nicht mehr mit Sperren. Die bremsen einzelne Räder, glaube ich, ab, um das Durchdrehen zu verhindern. Aber da bitte nochmal genau nachgucken. Der ist so leise, sagst du. Also ich bin selber, wir haben Crafter mal angemacht. Was haben wir gefahren? Diesen Crafter California XXL, den Grand California. Und du machst die Kiste an und er ist leiser wie ein T6. Also das liegt aber daran, dass diese Matten hier so krass dämmen. Die haben so viel investiert, wenn du hier drauf gehst, die sind auch weich. Das ist also, ja, richtig schön. Auch die Sitze sind nochmal bezogen? Oder ist das Original? Nee, das ist Knaus, oder? Wohnraumstoff bezogen, ja. Mhm. So, der ist jetzt gebraucht, der hier? Also im Vorführer? Auf uns zugelassen ist, ja. Genau. Okay, also auf den Händler. Der Preis bildet jetzt den Neuwagen ab. Wenn jetzt jemand genau an dem Wagen, der zugelassen ist, wir wollten eigentlich noch ein bisschen auf uns zugelassen lassen, aber wir sind ja kein Museum, wir sind ein Handelsplatz, den kann man natürlich auch kaufen. Zeig mal den Kühlschrank, der altbewährte Tedford mit der Getränkeschublade. Die ist hier unten drin. Also eine große Kiste, kannst du stehende Flaschen reinmachen. Und riesengroßen Schubladen. Das ist wie eine Küche. Was man von außen jetzt nach innen genommen hat, so ein bisschen dezent, dass es sich einfach wiederholt. Einmal Serviceklappe und einmal große Schubladen. Platinum Selection ist die größte Ausstattung. Das ist so die Vollausstattung als Paket mit allem, mit Markise, mit Navigation, mit Rückfahrkamera, Fernsehantenne. Einmal so ein Komplettpaket von Knaus. Der hat eine 3/4 Tonne Zuladung. Das ist, steht zumindest mal drauf hier auf dem Schild. Das kommt ungefähr hin. Weil er eben ja mehr als 3,5 Tonnen hat, weil es ein 4-Tonner ist und das kommt hin, ja. Kann man den noch ein bisschen auflasten eigentlich? Geht da noch was? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Bei 4 Tonnen ist, glaube ich, aber eine 3/4 Tonne sollte eigentlich genügen. Oder? Was in den letzten Monaten gekommen ist an Auflastungen auf dem Markt, wo wir auch genutzt haben, auch bei Ford. Es gibt viele Auflastungen, die noch dazu kommen. Jetzt mehr, immer mehr. Gott, aber er hat die Luftfeder ja schon drin. Die Luftfeder ist natürlich ein Sicherheitsmerkmal, aber auch ein Komfortmerkmal. Das heißt, der rollt auch jetzt auf Geröll viel schöner ab. Der Möbelbau, der noch leiser durch die Luftfederung. Ja, man muss fairerweise dazu sagen, der Wagen wird ja ab Werk mit der Luftfeder gebaut, weil er ansonsten hinten auch zu tief wäre. Das VW-Chassis, das ist ja erst seit 3-4 Jahren publik hier in der Branche. Und das ist einfach generell tiefer. Und mit der Zusatzluftfeder haben wir hinten die nötige Höhe. Und wenn du dann auf eine Fähre fahrst, und dann kannst du natürlich die Luftfeder auch mal ganz hoch pumpen, dass du hinten vom Böschungswinkel noch deutlich besser vorankommst. Ja, der große Wettbewerber ist ja der Hymer MLT. Du hast ja auch Hymer im Programm. Der käme schon ein gutes Stück teurer. Ne? Der MLT mit der Folierung der Ausstattung legen wir 50 drüber. 50 drüber, ja. Muss man einfach sagen. Von der Optik gibt er sich gar nichts. Also ich finde den Crafter, also auch von der Form her, ist natürlich der eine mag Mercedes, der andere Volkswagen. Ja. Service kriege ich ja überall. Ja, optisch vielleicht der einzige Unterschied. Klar, hier können wir noch eine Dachreling drauf machen. Heckleiter wird schon ein bisschen schwieriger. Da wäre eher eine seitliche Anstellleiter. Beim Hymer geht das aufgrund der Bauweise. Mit dem Heck, was wir hier beim Knaus haben, mit dem Formteilheck, wäre eine Heckleiter schwierig oder einen Ersatzreifen hinten drauf zu machen. Das wäre auch schwierig. Also ich schätze mal, du hast hier bestimmt die Felgenkosten mit Einbau ungefähr 8. Schätze ich mal. Kommt das hin? Nee, so teuer waren sie nicht 6. gewesen. Ja, so um dem Dreh war es gewesen. 1500 mit den Reifen. Da gibt es ja noch gröbere Bereifung. Das ist jetzt eine sehr, ich sag mal, freundliche Bereifung. Die gibt es noch als ATs, oder? Ja, könnten sie. Das ist ja schon ein AT. Aber als Matt oder sowas ist er dann eben noch deutlich grobstolliger. Ne?
Quatsch, ist ein AT, ich habe es gerade gesehen. Es gibt einen Umrüstsatz LED, habe ich gesehen, für kleines Geld für den Crafter. Kannst du aushaben, glaube ich, 130 €, kann man den auf LED umrüsten. Ihr habt den aber ganz bewusst mit H4 ausgewählt, wenn irgendwas kaputt geht, die kriegst du überall. Ja, ist so, ja. Da sind wir. Wohnwagen Vogt. Heute ist tatsächlich der Tag der Deutschen Einheit, zumindest mal einen Tag davor. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit, heute ist der 2. Oktober. Wie war das Jahr für dich? Interessant, oder? Interessantes Jahr. Absolutes interessantes Jahr. War ein gutes Jahr gewesen, also muss ich schon sagen, aber sehr interessant. Irgendwie geht es immer nur im Karussell. Da darf der Kunde nach, Rabatt schon mal fragen. Fragen darf er. Das durfte der immer. Ne? Ich muss auch sagen, wir haben auch während der ganzen Knappheitsphase, die ja auch war, wir sind ja immer noch in vielen Bereichen in der Knappheitsphase. Wir haben geguckt, dass unsere Stammkunden, dass wir die immer irgendwo fair behandeln. Und die Frage, die stelle ich genauso, wenn ich irgendwo was kaufe. Und dann echt, fragst nach Rabatten? Am Ende des Tages müssen immer zwei zufrieden sein, der Käufer und der Verkäufer. Und nur dann passt es für alle. Wie lange seid ihr schon am Markt, Wohnwagen Vogt? Über 60 Jahre. Ist gar kein Wohnwagen hier. Warum heißt der denn Wohnwagen Vogt? Damals, vor 60 Jahren, war es umgekehrt. Da war kein Reisemobil da gewesen. Da waren noch nur Zelte am Zeltplatz, habe ich gesehen. Da war selbst der Wohnwagen war schon die Ausnahme. Ich glaube vor 50, 60 Jahren. Aber dann kamen die Reisemobile. Hier ist es, der Knaus Van TI Plus 650 MEG. Modell 2023. Also ich finde den richtig toll. Der Preis ist in Ordnung. Also du glaubst gar nicht, was ich in diesem Jahr für interessante Allradfahrzeuge, wo ein Preisschild da mal dran geschrieben wurde, 170.000 und so weiter. Klar, 120.000 ist noch viel Geld. Aber du kriegst hier ein Auto. Wie viele Jahre hat man da Freude dran? Sehr lange, ne? Gehalten lange, ne? Wahrscheinlich jeder Besitzer 7, 8 Jahre und nachher alles in allem 30 Jahre fahren die Fahrzeuge, wenn er nicht im Jahr 70.000, 80.000 Kilometer runterbekommt. Ne? Der Allrad hat einen hohen Werterhalt, muss man schon sagen. Es gibt eine Zusatzversicherung, die kann man abschließen. Ja, man kann zu jedem Fahrzeug nachher eine Zusatzgarantieversicherung abschließen, aber auch hier sind irgendwann die Kilometer nach oben gedeckelt. So, und der hat jetzt, Erstzulassung war wann? Vor 4 Wochen? Vor 4 Wochen, im August war er noch die erste. Also 2 Jahre hat er noch Restgarantie, Stand heute. Da ist er, der Knaus. Wohnwagen Vogt, ihr seid in Saarbrücken. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Glück ist doch so nah, habe ich mir überlegt. Ja, unsere Firma ist ja auch in Saarbrücken und German Television in Alsting, muss man auch dazu sagen. Und für uns sind das ja 10 Fahrminuten zu euch. Seid großer Händler. Ihr habt Tag der offenen Tür, da irgend so ein Fest habt ihr demnächst? Ja, nächste Woche, 13. bis 15. Oktober, Tag der offenen Tür. Alle kommen. Tschüss. Tschüss.